Für die Pico 4 gibt es nach wie vor relativ wenig Zubehör. Wir wissen zwar, dass Marken wie VR-Cover oder Boho VR oder Kiwi Design wahrscheinlich an Pico 4 Zubehör arbeiten, aber wir wissen noch nicht, wann da was rauskommt. Und da möchte ich euch eine alte Bekannte vorstellen, nämlich das Strap bzw. Balance Kit von Studioform Creative. Also bleibt dran. Warum alte Bekannte, fragt ihr euch vielleicht. Naja, ich habe für die Pico 3 Link, ich hole sie mal hier runter, da habe ich das Ganze ja schon benutzt. Hier habe ich das für Kopfhörer, da ist so ein Spalt zwischen, wenn man Kopfhörer nutzt. Zurzeit habe ich keine. Und da war das für mich ein Game Changer. Also für mich hat es die Pico 3 Link für mich total brauchbar gemacht. Dadurch ist es viel bequemer geworden. Und schaut auf jeden Fall in mein Video zum Strap rein für die Pico 3 Link, denn es handelt sich hierbei um das exakt gleiche Strap. Das ist nämlich selbstverständlich kompatibel mit der Pico 4. Das ist jetzt das normale Strap mit Counterbalance. Counterbalance braucht ihr nicht unbedingt, aber natürlich, wenn ihr Probleme habt irgendwie, dass es vorne vielleicht doch ein bisschen zu sehr an eurer Nase hängt, kann ein Gewicht hinten das Ganze helfen, dass es hier kippt und auf eurer Nase nicht so aufliegt. Wir wissen zwar, also ich persönlich habe gar keine Probleme mit der Pico 4, aber es gibt doch Stimmen, die sagen, oh, das Ganze ist mir zu unbequem und ich hätte gerne eine Alternative. Und da kann ich euch auf jeden Fall dieses Strap, bis wir irgendwelche Alternativen haben, aber auch so auf jeden Fall ans Herz legen. Es hilft auf jeden Fall, dass wir das Facecover nicht so an unser Gesicht pressen müssen. Das ist nämlich der größte Kritikpunkt für viele, dass wir dass das Ganze hier nicht so bequem ist. Das heißt, wir müssen es an uns dran pressen. Zum Beispiel, ich nenne es mal einfach dran, ähm, hilft dieses Topstrap hier dabei, dass wir das ganze Headset nicht so an unser Gesicht pressen müssen. Also ich habe das jetzt hier auf meinem Kopf und komplett locker eigentlich. Also ich habe es nicht fest zugedreht. Ich könnte es jetzt hier, ohne Strap würde ich das so machen, komplett fest drehen und dann drückt es mir natürlich auf das Gesicht. Aber dank des Top-Straps und dem leichten Counterbalance könnt ihr das relativ locker lassen. Ich habe das ganz seicht an meinem Gesicht gepresst, damit es noch irgendwie stabil ist, aber nicht, dass es drückt. Und so ist das Ganze entlastet und ich finde das super gut. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wenn ihr nicht warten wollt, ist das eine super Alternative. Kann natürlich ein bisschen warm werden, aber im Grunde ist es nicht groß anders, als würdet ihr eine Cap tragen. Das, was es warm macht, ist natürlich das angepresste Display auf dem Gesicht. Links zum Shop findet ihr unten in der Beschreibung für Studioform Creative. Es handelt sich um Affiliate-Links. Ihr zahlt keinen Cent extra, aber unterstützt meinen Kanal, wenn ihr darüber einkauft. Ich kann nur sagen, mir hat das auf jeden Fall geholfen bei der Pico 3 Link. Bei der Pico 4 halte ich das für gar nicht so notwendig, aber ich nutze es jetzt auch spaßeshalber, weil ich das Headset relativ bequem schon fand, aber andere fanden es ja relativ unbequem. Also ist es vielleicht es wert, das auszuprobieren, denn das Headset ist ja sonst ein ganz gutes. Bei der Pico 3 ist es für mich auf jeden Fall ein Riesenunterschied gewesen und was ich davon halte, könnt ihr natürlich in meinem Video, was ich oben verlinkt hatte, nochmal nachschauen. Da gehe ich auch nochmal viel stärker ins Detail, wie das Ganze funktioniert und das mache ich jetzt hier in diesem Video nicht in der voller Gänze. Ihr müsst auch nicht unbedingt das Counterbalance hier euch, wie gesagt, holen. Das ist total optional. Ihr könnt auch nur das Topstrap kaufen oder es wird auch angeboten, das Topstrap im Doppelpack zu kaufen. Das wird ein bisschen günstiger angeboten, damit Versand gespart wird. Lohnt sich vielleicht, wenn ihr 2 Familienmitglieder haben wollt oder wenn ihr eins austauschen wollt, wenn ihr es waschen wollt oder so, um es weiter zu benutzen. Da könnt ihr relativ frei entscheiden. Ja, ich hoffe, euch konnte dieses Video wie immer weiterhelfen. Und wenn euch es gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal, damit ihr mehr solche Videos von mir sehen könnt. Und liked dieses Video und schreibt in die Kommentare,
wie ihr das Headset der Pico 4 findet. Ist es für euch bequem? Welche Mods sehnt ihr euch? Ich zum Beispiel sehne mich immer noch nach einem neuen Face Gasket. So, das ist zwar für mich relativ okay, aber es könnte definitiv besser sein. Ich hätte auf jeden Fall gerne ein Face Gasket für die Pico 3 Link, denn das geht für mich gar nicht. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.